Gerd hat übrigens eine tolle YouTube-Seite namens In Elvis Veritas, auf der ihr wöchentlich immer andere Themen rund um Elvis diskutieren könnt. Ja, vielen Dank, lieber Shesat, auch Shelvis genannt, Eickmeyer, für diese tolle Werbung, die du für meinen Kanal gemacht hast. Shelvis Eickmeyer ist bei Tide Radio in Hamburg und macht einmal im Monat ein Elvis Special um 21 Uhr. Ich glaube, es ist immer der erste Montag im Monat. Also seid einfach mal mit dabei. Ihr könnt es auch im Netz empfangen. Eine tolle Radioshow mit vielen Raritäten von Shelvis Eickmeyer für euch aufgelegt. Aber was haben wir in der heutigen Show, liebe Freunde? Wir haben News und wir haben vor allem, und das ist der Hauptprogrammpunkt der heutigen Sendung, wir werden heute die ganz brandneue MRS Down in the Alley über Elvis' spektakuläre Show vom 19.08.74 im Las Vegas Hilton besprechen und werden einen direkten Soundvergleich machen. All das gleich. Elvis Presley. Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Ausgabe von In Elvis Veritas. Ich heiße wie immer alle meine Abonnenten, sind ja mittlerweile fast 3000, ihr seid großartig. Herzlich willkommen zurück und wer neu ist, den heiße ich auch ganz herzlich willkommen und würde mich über ein Gefällt mir sehr freuen. Ja, bevor wir zur Besprechung der neuen MRS kommen, zunächst einen Ausblick. RCA hat ja in dieser Woche eine, für mich überraschende Ankündigung getätigt. Das hatte ich jetzt nicht erwartet. Wir werden heuer im August nämlich ein 5-CD-Set bzw. 2 LP-Set bekommen. Elvis Presley Sunset Boulevard. Dazu muss man wissen, dass Elvis in den Studios am Sunset Boulevard in Hollywood mehrere Aufnahmen gemacht hat. Das geht los mit Probeaufnahmen für That's the Way It Is im Jahr 1970. Das geht weiter dann für die Aufnahmen, die 1972 gemacht wurden, kurz bevor man Elvis on Tour gedreht hatte, wo also Burning Love, Separate Ways und diese Songs aufgenommen wurden, und ging dann natürlich weiter über eine Probe von 1974 und dann 1975 die Sessions zu dem Album Elvis Today. Ich verweise auf mein Video, das ich dazu gemacht habe zum 50-jährigen Jubiläum in diesem Jahr. All das wurde in diesen Studios im Sunset Boulevard gemacht und RCA hat sich jetzt dieser Songs, dieser Aufnahmen angenommen und veröffentlicht sie uns. Ja, was bekommen wir? 89 Tracks auf 5 CDs und 34 davon sind neu gemixt, und zwar, wie wir das schon aus der Vergangenheit kennen, ohne Overdubs. Und das ist natürlich eine Sache. Grundsätzlich habe ich wieder gedacht, naja, hat man alles schon. Aber ich muss sagen, diese Remixes, ich gehe davon aus, dass es wieder Matter of Spank sein wird, ohne Overdubs, die haben schon was. Und die eröffnen uns da auch einen neuen Einblick in Elvis Musik. Wir schauen uns mal den offiziellen Trailer dazu an. Ja, ihr müsst natürlich selbst entscheiden, ob ihr euch dieses Produkt kaufen wollt, ob ihr die 5-CD-Fassung nehmt, ob ihr die 2-LP-Fassung nehmt. Manches hat man vielleicht auch schon. Die Remixes sind natürlich interessant, keine Frage. Ist eure Entscheidung und ihr habt noch ein bisschen Zeit, denn ich glaube 5. August ist der offizielle Veröffentlichungstermin. Also wir können uns noch ein paar Nächte drüber schlafen sozusagen, ob und welche Version wir uns davon kaufen wollen. Bevor wir jetzt aber zur Besprechung kommen der neuen MRS, möchte ich heute mal nicht Werbung machen für die Abos. Das überlasse ich heute mal dem Shelvis Eickmeyer aus Hamburg über Tide Radio. Abonniert seinen Kanal und dann seid ihr dabei. Viel Spaß!
Jetzt kommen wir aber zur MRS Down in the Alley, die Elvis Las Vegas Show vom 19.08.74, die Opening Show. Ich habe dazu bereits ein ausführliches Video gemacht. Ich verlinke euch das Video oben, wird eingeblendet. Kann euch dieses Video wärmstens empfehlen. Ich habe hier die Hintergründe der Show beleuchtet. Das werde ich heute natürlich kein zweites Mal machen. Wir werden uns heute ausschließlich auf den Sound konzentrieren, denn die MRS LPs und CDs sind ja schon seit einiger Zeit bekannt dafür, dass sie zwar Dinge veröffentlichen, die es schon gab, und auch diese Show gab es schon nicht nur einmal, sie gab es schon mehrfach, aber MRS hat es immer geschafft, den Sound zu optimieren, zum Teil wirklich deutlich zu optimieren. Ob das bei dieser Veröffentlichung auch gelungen ist, das schauen wir uns jetzt an. Bevor wir zu den Soundbeispielen kommen, zunächst einmal ein kleines Unboxing. Wir schauen uns mal ich habe die 2 LP-Ausgabe, wir schauen die uns mal kurz an. Besondere an dieser Show war ja, dass Elvis seine Setlist komplett umgebaut hat. Wir erleben hier eine einzigartige Show, die ganz anders ist als die ganzen anderen Elvis-Shows der 70er Jahre. Leider sollte es auch bei diesem einmaligen Ausflug in diese brandneue Setlist, in diese völlig veränderte Setlist bleiben, bedauerlicherweise, denn schon am nächsten Tag kehrte Elvis zum Standardrepertoire zurück, wenngleich auch natürlich neue Songs trotzdem noch im Programm blieben. Ja, und bevor ich jetzt allgemein auf den Sound eingehe, das werde ich dann in meinem Fazit tun, möchte ich jetzt die Songs herausgreifen, die ich auch in meinem Video, das ich über diese Show schon mal gemacht habe, ausgewählt habe. Und jetzt euch direkt sozusagen gegenüberstellen, die Version, die RCA Sony BMG veröffentlicht hat über das Follow the Dream Label Nevada Nights. Und wir vergleichen das Ganze natürlich jetzt mit dem brandneuen Produkt vom Memphis Recording Service. Bevor wir allerdings jetzt zur Detailbesprechung kommen, mein Tipp, wo ihr am besten diese Veröffentlichung kaufen könnt, heißt der TCB Shop von Michael Born, wo ich auch mein Exemplar bezogen habe, empfehle ich euch wärmstens. Ja, und wir beginnen mit Big Boss Man, das war das Eröffnungsstück, kein 2001, sondern Ronnie Tutt machte den Schlagzeugwirbel und Elvis stieg direkt in die Show ein mit Big Boss Man. Wir hören die Fassung von Nevada Nights und gleich im Anschluss hören wir den brandneuen Mix von Memphis Recording Service. Big Boss Man, can't you hear me when I call? Ja, vielleicht ist euch aufgefallen, bei der Nevada Nights Version hören wir dieses Klatschen auf der Bühne sehr stark. Wir müssen ja wissen, diese Aufnahmen wurden mit einem Kassettenrekorder aufgenommen, der ans Mischpult angeschlossen wurde, also ein Soundboard-Mitschnitt. Das heißt, das, was die Kassette hier aufnimmt, ist das, was das Mischpult an die Lautsprecher geschickt hat. Ja? Das ist aber nicht das, was man im Raum hört. Das muss man immer wieder dazu sagen, denn die Mixer, und Elvis hatte es ja mit professionellen Mixern zu tun, keine Amateure, ist ja vollkommen klar, die berücksichtigen natürlich auch Eigenschaften des Raums, also Raumakustik und so weiter. Deswegen ist manchmal klingen die Soundboard-Mitschnitte zum Teil völlig unterschiedlich, weil man sich eben an die Lokalität angepasst hat. So ist es auch hier. Hier ist zum Beispiel J.D. Sumner und The Stamps sind in dieser ganzen Show sehr, sehr laut, für mich zu laut zu hören, aber wie gesagt, das hängt möglicherweise mit der Raumakustik des Hilton Hotels in Las Vegas zusammen.
Und bei Big Boss Man ist es so, dass dieses Klatschen, das ja über die Mikrofone, die auf der Bühne stehen, von den Begleitsängern und Musikern aufgenommen wird, das war sehr laut zu hören bei der Nevada Nights. Hier hat man das zurückgenommen. Ich weiß zwar nicht, inwiefern man wirklich auf diesen Mix wie man überhaupt eingegangen ist. Es ist ja eine Mono-Aufnahme ursprünglich gewesen, was man hier rausgefiltert hat. Allzu viel konnte ich ehrlich gesagt nicht erkennen. Aber es fällt auf, dass dieses Klatschen leiser ist. Vermutlich hat es aber auch mit der Stereo-Ausweitung zu tun, denn man hat aus diesem Monoband, aus dieser Monoaufnahme eine Stereoaufnahme künstlich natürlich gemacht. Aber sie ist, wie alles, was ich bisher von MRS in Sachen Stereo gehört habe, gut gelungen. Ja, der nächste Song, den wir uns anhören, im Ausschnitt natürlich nur, ist Down in the Alley, damals absolute Rarität gewesen, auch nur einmal überhaupt live gesungen, und wir hören mal rein zum Vergleich. Down in the alley, just you and me. We're going ballin' till 3:30. And just rockin' and reading, we'll get that feeling. Down in the alley, just you and me. Down in the alley, just you and me. We're going ballin' till 3:30. And just rockin' and reading, we'll get that feeling. Down in the alley, just you and me. Die nächsten beiden Songs möchte ich gleich mal am Stück machen, damit ihr so ein bisschen Eindruck bekommt. Man kann jetzt nicht zu jedem Song etwas Detailliertes sagen. Ich werde später beim Fazit noch ein bisschen genauer darauf eingehen. Wir hören jetzt Good Time, Charlie's Got the Blues und It's Midnight. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie's got the blues. Some gotta win, some gotta lose. Good time, Charlie's got the blues. It's getting late, and I know that's when I am weak. It's getting late, and I know that's when I am weak. Der nächste Song, den Elvis hier gebracht hat, war ein auch ganz neuer Song, If You Talk in Your Sleep, ein sehr funky, angehauchter Song, den ich immer total gerne mochte. Und in diesem Song fällt mir auf, dass Elvis hier bei der neuen MRS durch die Stereo-Abmischung die Stimme wesentlich kraftvoller kommt und wir das Ganze irgendwie noch viel druckvoller hören, als wir das bei der Nevada Nights zum Beispiel haben. Wir hören es uns an. If you talk in your sleep, don't mention my name. If you walk in your sleep, forget where you came. If you talk in your sleep, don't mention my name. If you walk in your sleep, forget where you came. Unser nächstes Klangbeispiel soll sein Never Been to Spain, ein Song, der eigentlich 74 überhaupt nicht mehr im Programm war, aber Elvis hat ihn wieder ausgegraben, hat ihn in dieser Show wieder gesungen. Wir vergleichen. You know, I've done a lot of things, you know, in my lifetime, but I've never been to Spain. You know, I've done a lot of things, you know, in my lifetime, but I've never been to Spain. Interessant wird es jetzt bei Softly As I Leave You. Bei Softly As I Leave You ist es ja so, dass Elvis rezitiert und gesungen wird das Lied im Prinzip von Cheryl Nielsen. Cheryl Nielsen von Voice, die Gruppe Voice war ja zu der Zeit
ja, kann man sagen, ganz neu mit Elvis auch auf Tour und auch in Las Vegas unterwegs. Und hier haben wir immer das Problem gehabt, und das zieht sich übrigens an mehreren Stellen bei dieser Show durch, ich werde gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, es geht um das Bandrauschen. Bei der Nevada Nights wirklich sehr deutlich hört man das Bandrauschen, und das hört man ganz besonders am Schluss, und diese Stelle habe ich mal ausgesucht. Hier hat es MRS geschafft, ist natürlich mit heutiger Technik auch wirklich ohne Probleme zu machen, dieses Rauschen komplett rauszufiltern, und wir hören diese schöne Passage, wo Elvis und Sheryl Neeson im Duett singen, hören wir völlig rauschfrei, hört sich wunderbar an. I will leave Ja, als letztes Musikbeispiel aus der Show habe ich ausgesucht Promised Land. Bei Promised Land, bei diesem Rocker, bei deinem, wie ich finde, wahrscheinlich letzten wirklich großen Rock'n'Roll-Song, den Elvis Presley aufgenommen hat im Studio, haben wir es hier mit einer ja doch leicht veränderten Mix zu tun, der aber vermutlich wieder auf die Stereo-Abmischung zurückgeht. Denn wir hören hier das Gitarrensolo, das ist das zweite Gitarrensolo, das ich ausgesucht habe, wesentlich druckvoller und auch das Schlagzeug kräftig, sodass das Ganze nochmal einen unheimlichen Punch, wie die Amerikaner sagen, einen ordentlichen Druck bekommt. Hört mal rein. Ja, ich komme jetzt nochmal auf dieses Bandrauschen zurück. Ganz besonders zu hören bei den bisherigen Veröffentlichungen war das, wenn Elvis sprach. Und wir haben es hier mit einer Vorstellung in dieser Show zu tun. Elvis stellt einen ganz berühmten Schauspieler vor, Telly Savalas, ja, Kojak, Einsatz in Manhattan. Das nur als kleiner Tipp, der mit der Glatze. Hier ist es so, dass wir bei der Nevada Nights ganz deutlich dieses Bandrauschen hören. Wohingegen bei der MRS ist das komplett weg. Wir hören die Ansage von Elvis rauschbefreit sozusagen, und das ist sehr gut gelungen. Wir hören uns den Vergleich an. And he's been a friend of mine for a long, long time. He came on a movie set when I was doing a movie called Kid Galahad. And he's been a friend of mine for a long, long time. He came on a movie set when I was doing a movie called Kid Galahad. Ja, liebe Freunde, schreibt ihr in die Kommentare rein fleißig, wie ist eure Meinung zu diesen ganzen Soundbeispielen, was fällt euch auf, was ich vielleicht jetzt nicht überhört habe, möglicherweise, wie auch immer. Schreibt einfach in die Kommentare euren Eindruck rein. Ich komme zu meinem Fazit. Wir haben es mit dieser neuen MRS, mit einer Veröffentlichung zu tun, mit der MRS im Prinzip nahtlos an das anknüpft, was es vorher bereits getan hat. Das heißt, wir haben eine Show, die bereits veröffentlicht wurde von diversen Quellen, die wir aber jetzt in Stereo bekommen, die vorher Mono war. Das ist gut geglückt, wenn auch nicht ganz so gut, finde ich jetzt, wie bei anderen Shows, aber man muss natürlich auch immer sehen, welche Quelle hat man zur Verfügung, und die Quelle, die für diese Show eben vorliegt, ist nun mal dieses eine Kassettenband. Es gibt nichts anderes, das ist dieser Soundboard-Mitschnitt vom 19.08.74. Man kann also nur daran sozusagen herumdoktern, in Anführungszeichen, versuchen das besser zu machen, aber man hat keine andere Quelle zur Verfügung. Das muss man immer wieder sehen, wenn man hier möglicherweise kritisch spricht. Insgesamt fällt auf, dass die MRS-Veröffentlichung in zwei Bereichen deutlich mehr gibt. Das sind einmal die Höhen, was der Version sehr, sehr gut tut, denn ich empfand die immer sehr, sehr dumpf. Ich hatte schon die Fort Baxter-Version, auch die Nevada Nights, ihr habt es gerade gehört, das müsste eigentlich jedem von euch aufgefallen sein, klingt sehr, sehr dumpf. Wir haben hier deutlich mehr Höhen, und wir haben auch das Frequenzspektrum nach unten erweitert, denn wir haben sehr viel mehr Bass auch bekommen, sodass das Ganze, wenn man es jetzt auf einer guten Anlage abspielt, mit gutem Equipment, wirklich deutlich besser klingt als
das, was wir bisher bei der Nevada Nights beispielsweise hatten. Einschränken muss ich aber sagen, dass dieses Qualitätsniveau nicht immer durchgehalten wird in allen Teilen der Show. Gelegentlich ist der Sound immer noch etwas dumpf, hätte ich mir gewünscht, man hätte es noch ein bisschen mehr verfeinert. Natürlich sagt sich immer leicht, das hier aus dem Studio, wenn man nicht am Mischpult sitzt und nicht das Originalband oder die Originalabmischung kennt, wobei MRS, soweit ich weiß, auf das FTD-Material zurückgreift. Aber wie gesagt, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Brillanz gewünscht. Das haben wir bei anderen Elvis-Shows, die MRS herausgebracht hat, schon wesentlich deutlicher gehabt. Aber nichtsdestotrotz, wer diese Show noch nicht hat von euch, der sollte jetzt zugreifen, denn die jetzige Veröffentlichung ist also deutlich besser als das, was wir bisher hatten. Wer die Show schon hat im Regal, der muss sich überlegen, ob er bereit ist, das Geld jetzt auszugeben. Er gewinnt natürlich an Klang. Klar, die Frage ist halt immer, ob es einem das wert ist. Aber das kannst nur du selbst entscheiden. Schreib mir deinen Kommentar unten rein, ob du vorhast, dir diese Veröffentlichung zu kaufen oder nicht. Oder wie du das Ganze einfach siehst. Das, liebe Freunde, soll es für heute gewesen sein. Ich bedanke mich wieder für eure Aufmerksamkeit. Wir werden uns natürlich am nächsten Sonntag wiedersehen. Ich wünsche euch alles Gute für die kommende Woche. Seid Gott befohlen und wir sehen uns dann am nächsten Sonntag wieder. Bis dahin, ciao und servus, euer Gerd. Long live the King.